Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal mit der Mütze. Ich habe wieder ein neues Effizienzabzeichen Replay für euch und zwar dieses Mal auf der Mayhem. Meine zugehörige Kapitänsskillung blende ich euch jetzt ein. Zu Beginn schauen wir uns erstmal die Schiffsausstellung an. Wir haben 2 DDs, 4 Kreuzer, 5 BBs und einen Flugzeugträger. Was müssen wir besonders aufpassen? Klar, auf die DDs, die werden wir im direkten Duell auf jeden Fall treffen. Und natürlich den Flugzeugträger, den sein Spotting kann unangenehm werden für uns. Zu unserem Gameplan. Wir haben uns überlegt, wir spielen einfach jetzt mal ein bisschen Smoke Trade mit Atlanta und Flint. Wir wollten einfach mal was ausprobieren, ein bisschen Spaß haben in der Runde. Und ich fungiere in dem Match so ein bisschen als Smokebot, um da die Atlanta und die Flint zu unterstützen bei einem guten Positioning. Wir haben gesagt, wir wollen über A spielen, da smoken von der G-Insel aus, von der großen Insel hin zur kleinen Insel bei F direkt am Cap, um uns da in Position zu bringen mit dem Radar, mit der Feuerpower, die Flint und Atlanta zur Verfügung haben. Und ich versuche dann zu spotten und die hier möglicherweise auch die Kills zu picken. Was man schon sieht, Flugzeugträger eher auf unserer Seite, könnte also unangenehm werden. Ich starte jetzt meinen Smoke von der Insel, damit meine 2 TV-Mates hier schön an die Insel kommen und dann mich supporten können mit ihren ganzen Tools und ihrem Feuersupport. Ist auch schon was in A drin, vermutlich ein DD. Und wir haben jetzt auch den Intel bekommen, dass es wahrscheinlich die Gale sein wird, weil die Akazuki ist ja im Decap drin. So, Smoke ist jetzt gelegt. Die Jungs können gemütlich an die Insel fahren. Ich habe jetzt das Problem, weiter über mir, Flugzeugträger ist auch immer noch präsent bei uns und blockiert jetzt erstmal das Cap, damit hier nichts anbrennt, damit der Gegner das Cap nicht verfühl bekommt. Meine Cruiser kümmern sich dabei um den Fighter, beziehungsweise haben jetzt auch genügend Ziele, die sie abfarmen können. Die Zara fährt jetzt relativ aggressiv auch rein. Ist ein gutes Ziel. Gäde ist jetzt offen. Durch einen Flugzeugträger, so wie es aussieht. Meine Torps sahen oder sehen gar nicht so schlecht aus. Mal schauen, ob einer connected. Man muss aber sagen, Gäde hat ja ein Hydro. Das heißt, er wird die Torps höchstwahrscheinlich rechtzeitig spotten können. Flugzeugträger ist auch wieder präsent. Gäde fährt jetzt hier raus. Der dürfte keinen Smoke haben. Das war auch den Call, den ich jetzt gemacht habe und habe mich jetzt auch entschieden, auf ihn zu schießen, um ihn hier möglicherweise rauszunehmen. Ist riskant. Klar, der Gegner hat hier sehr viele Schiffe, die mich auch punishen können. Aber wenn der DD hier tot ist, haben wir ein Free Game auf der Seite. Hat jetzt auch geschossen. Das heißt, er kann erstmal nicht zugehen. Und ihr seht jetzt auch schon auf der Minimap, dass meine Kreuzer hier nachschieben. Flint hat ja auch einen Smoke. Und die Synergie haben wir jetzt versucht hier auszunutzen, um die Gäde hier rauszukriegen. Aber der nimmt ja auch gut Schaden. Wird eigentlich gut gefokust vom Team. Geht jetzt hier auch raus. Und damit haben wir auf der A-Seite eigentlich ein relativ entspanntes Game jetzt. Wenn natürlich der Flugzeug nicht da wäre, der die Sache etwas schwieriger macht, weil Planespotting ja immer noch möglich. Aber wir kriegen das A-Cap, das ist schon mal sehr fein. Ich kann jetzt in Ruhe für meine Teammates spotten, die können hier ihren Schaden machen. Und das ist doch sehr, sehr angenehm. Ich schmeiße ja auch immer wieder meine Torps. Bin jetzt wieder planespottet. Da gleich AA angemacht. Aber Atlanta und Flint sind gute AA-Schiffe, also da kriegt man einen sehr feinen Feuersupport. Jetzt sitzen die 2 hier im Smoke und können gemütlich farmen. Jeder, der weiß, wie viel DPM die Atlanta und die Flint haben, wissen, dass das eher unangenehm ist für den Gegner. Also, man muss auch sagen, wir haben sehr viele Schiffe auf A. Das spielt uns natürlich in die Hände.
weil gerade wenn man hier mit Smoke spielt, ist es immer angenehmer, wenn der Gegner in einen reinpusht, als von einem wegzufahren. Gerade mit Schiffen, die eigentlich nicht so eine große Feuerrange haben, ist das sehr, sehr angenehm. Also ihr seht schon, ich versuche hier die Ziele offen zu halten für meine Teammates, aber die kriegen hier auch sehr viel Blindfire, wie ihr seht, ne? Also da kommt gut was rein. Aber das muss man halt auch einfach stehen, wenn man hier im Smoke ist, dass man da Blindfire bekommt. Ist halt sehr beliebt, zielt hier den nächsten Smoke, damit die sich etwas bewegen können. Und wir sehen jetzt hier die Normandie, die hier reinzieht, genauso wie die New Mexico. Also die werden jetzt gleich nicht mehr so viel Spaß haben. Also mein Tipp ist auch immer, wenn ihr Smoke Train spielt, spielt entweder Schiffe, die einen sehr langen Smoke haben. Also wie zum Beispiel die Amis. Oder welche, die einen Smoke haben, der sehr schnell wieder ready ist. Wie zum Beispiel die Pan-Asiaten. Normandie wird jetzt hier rausgefahren. Der hat eigentlich nicht so wirklich die Chance, da noch rauszukommen. Und auch die New Mexico, denke ich, wird es den Mix hinter sich haben. Das bedeutet, wir haben hier die A-Flanke gut geklärt. Den Gegner komplett vernichtet auf unserer Seite. Und damit ist der Weg frei, mittelfristig auch in die Mitte der Map zu fahren und da vielleicht auch das B-Cap contesten zu können. Lass mich hier nochmal spotten. Hab nicht aufgepasst. Man muss ja sagen, die Mailin hat ein relativ schlechtes Concealment und da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. A-Seite ist geklärt und meine Idee war jetzt durchzufahren Richtung B-Cap, um da möglicherweise auch den CV zu catchen, der jetzt hier auch schon wieder präsent ist. Und meine Teammates haben sich anders entschieden, die werden in Richtung Mitte fahren, weil da doch relativ viele Gegner sind. Habe jetzt hier auch nicht so viel zu befürchten gegen die AP-Bomber, die machen mir eigentlich fast nichts. Also ihr müsst eigentlich als Idee eher auf sowas wie Rockets aufpassen, auf HE-Bomber, natürlich auch auf die Torps. Das sind so die Flugzeuge, die euch am meisten punishen können. Wenn man sich so die Map und die Schiffsausstellung anschaut, sieht man, wir haben gute Map-Control, wir haben 2 Caps. Der Gegner hat auch weniger Schiffe, also aktuell sieht es ganz gut für uns aus. Möglicherweise können wir hier die Runde, wenn wir das konzentriert zu Ende spielen, auch gewinnen. Also Flugzeugträger ist leider auf meiner Seite. Ich habe jetzt nochmal meine AA gezogen, weil ich weiß, dass ich mittelfristig in den Fighter reinfahre und möchte jetzt hier noch zum einen das Gegner Planespotting reduzieren und zum anderen den CV auch mit meiner AA ein bisschen unter Druck setzen, weil es wird relativ schwer auf so kurze Distanzen mich dann auch zu droppen mit den Torpedos. Mein Ziel war jetzt in B reinzufahren, um da das Cap zu holen und möglicherweise noch das ein oder andere Schiff zu spotten, damit meine Teammates drauf schießen können, um meinen Spotting-Schaden hier auch noch weiter in die Höhe zu treiben. Ist halt enorm wichtig. Als CD-Spieler schaut, dass ihr in Positionen kommt, wo ihr euer Team, wenn ihr schon keinen Schaden machen könnt oder nicht torpen könnt, zumindest mit Spotting unterstützt. Und natürlich versucht für Caps zu gehen. Gerade im Late Game sind Caps wichtig. Wenn ihr euch zurückziehen müsst, habt ihr dann nochmal die Möglichkeit,
Punkte zu generieren. Flugzeugträger zieht jetzt den nächsten Fighter auf mir drauf. Ist eigentlich auch so mit auf mir drauf, muss man einfach sagen. Er versucht mich halt zu spotten, zu beschießen. Gerade mit den Rockets hat er mich relativ krass genervt. Verlieren jetzt hier auch nochmal ein Schiff im C-Cap. Also man merkt wirklich, gerade aktuell ist so ein bisschen das Aufeinandertreffen in der Mitte bei dem B und bei dem C-Cap. Es war ein bisschen ärgerlich, dass er hier schon wieder den Reset bekommt auf mich. Hat ein bisschen genervt. Habe jetzt hier auch meine Torps in Richtung Mitte geworfen, um möglicherweise hier die Amagi zu punishen. Der hat noch sehr viel HP, der könnte noch unangenehm werden. Tatsächlich. Genauso wie dieser Flugzeugträger mega unangenehm ist, der mich hier permanent anfliegt. Der versucht halt tatsächlich mich zu resetten. Das heißt, ich muss jetzt hier die Torpedos dodgen, krieg aber die Resets von der Root hier reingedrückt. Also egal was passiert, irgendwie werde ich immer wieder resettet. Verdammt ärgerlich. Ja, aber was willst du machen, wenn der Flugzeugträger auf dir drauf ist, dann musst du halt einfach deine AA anmachen. Krieg hier aber schöne 4 Torpedo-Hits in die Amagi rein. Das hilft meinem Team mega. Gerade im Zentrum. Und ich bleibe jetzt einfach auch im B-Cap. Ich meine, solange ich es nicht cappe, tue ich es zumindest blockieren. Kriege ja auch mein Kampfspeer. Das ist immer ein sehr gutes, wertiges Abzeichen als DD-Spieler. Das heißt, ihr habt vom Positioning her das gut gemacht. Ich kriege jetzt auch nochmal den Reset. Und da ist auch der Flugzeugträger auf dem Weg zu mir. Habe mich jetzt entschieden, auf ihn zu gunnen, bevor er hier unangenehm wird. Und währenddessen ist er weiterhin mit Planes auf mir drauf. Haben schon 16 Flugzeuge, also ein bisschen was an Flugzeugen haben wir schon runtergeschossen. Da kommt dann der nächste Anflug, der mich tatsächlich auch wieder resettet. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, mich zu smoken und den CV jetzt abzufarmen. Ich kriege ja das Spotting über die Amagi. Jetzt versucht er mich auch noch blind zu droppen im Smoke mit seinen Torpedos. Aber ich habe meinen Smoke relativ groß gelegt, dass ich da drin manövrieren kann. Und kann hier die Torpedos gut dodgen. Torpedos sind auf dem Weg. Aber ich tue weiterhin auf den CV gunnen. Da kommen jetzt auch schon die nächsten Torps wieder von ihm. Kriege ich auch gedodged. Kriege hier auch einen Torpedo-Hit. Also sehr angenehm eigentlich jetzt. Man muss jetzt sagen, die Amagi hat hier massive Probleme gegen den Flugzeugträger. Ich glaube, der hat die ganze Zeit nur HE geschossen auf den CV. Und natürlich nicht so viel Schaden gemacht, wenn er AP schießt. Und da sieht man halt auch mal, wie die Secondaries dann von der Graf Zeppelin ihn auch sehr massiv unter Druck setzen. Haben jetzt das B-Cap bekommen, was sehr fein ist. Und ihr seht auch, wenn ich hier auf den TV schieße, versuche ich seine Brücke zu treffen, weil da kriegt ihr höchstwahrscheinlich noch die Pens auf dem CV. Kriege ich auch den Kill. Das heißt, CV ist raus. Runde sieht sehr gut aus für uns. Ist noch ein BB am Leben, aber wir haben die Map Control, wir haben die Schiffsüberzahl. Also die Runde werden wir höchstwahrscheinlich eintüten. In Summe habe ich jetzt 20 Plane Kills gemacht. Das zeigt auch wieder, wie nervig der CV hier auch war. Im Großen und Ganzen. Aber wir konnten hier den CV gut binden mit unserer Präsenz. Wir haben das B-Cap dann doch bekommen. Konnten den CV auch killen. Konnten von oben gut spotten. Jetzt kriegt meine Flint noch hier den Kill auf die Norca. Und damit ist dieses Match gewonnen.
Schauen wir zum Endbildschirm. Wir haben in der Runde knapp 60k Schaden gemacht, 21 Flugzeuge, einen Kill, 2 Caps geholt und uns einen Kampfspeer einverleibt. Schauen wir noch auf die Teamwertung. Wir haben 2087 Base XP gemacht. Das ist eigentlich relativ solide für diese Runde. Man muss sagen, wir hatten einen kleinen Bonus. Dadurch, dass wir Low-Tier waren, konnten wir deutlich mehr Base XP generieren. Ich hoffe, euch hat dieses Expertenabzeichen-Replay zu Mayhem gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like bzw. auch einen Kommentar da, wenn ihr noch Fragen habt zur Skillung oder zum Schiff selber. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mütze ist raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.